Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo und willkommen, ihr Lieben, zum Wochenorakel für die kommende Woche. Ich bin ein bisschen angedetscht und wir schauen jetzt, was das Kollektiv für Botschaften mitkriegt für die neue Woche. Das sind mir zu viele. Das Außen spielt eine große Rolle. Das sind immer Situationen, die wir nicht ändern können. Hier in diesem Fall sind die Sachen so, dass sie richtungsweisend sind. Dass im kleineren Bereich oder auch in kurzer Zeit relativ viele Möglichkeiten offen sind. Das kann jetzt hier das ganze Umfeld betreffen oder auch die Häuslichkeit, Familiendinge. Wichtig hier ist, dass es ein Umstand ist, der so gewollt ist, ne? Damit wir neue Wege gehen. Wir haben die Blumen im Hause des Baumes drin. Hier sind so die Lebensgeschenke oder das etwas, was wir uns wünschen, auch gut geht. Dass wir Sachen, die irgendwie an uns nagen oder an unserem Gerüst auch sind. Hier ist die Maus im Haus sozusagen. Hier ist schon sehr viel, was jetzt vom Umfeld rauskommt, ne? Was hier so ein bisschen nach Mangel aussieht oder wo wir denken, wir sind da nicht gut genährt. Offene Fragen. Nichtsdestotrotz habe ich hier eine Situation, die sehr herausfordernd ist oder war. Möglicherweise sogar eine karmische Phase, die hier sehr schnell beendet wird. Und ich habe im Hause der Schlange, also der Verstrickung drin, tatsächlich die Sense. Hier sind schnelle Wenden, die dann hier natürlich in den neuen Wegen enden. Wir haben das Buch im Haus der Blumen, das ist eine schöne Kombination. Hier sind Überraschungsmomente, schnelle Wenden, Kurskorrekturen. Der ein oder andere unternimmt vielleicht hier auch eine Reise und sagt sie ab oder gibt ihr ein neues Datum. Sowas alles könnte man sehen. Etwas wird unterbrochen. Also es ist so, dass das Außen darauf einwirkt, dass ein Weg, der so funktioniert hat, eine andere Richtung, der so nicht mehr funktioniert, eine andere Richtung kriegt, ne? Wir haben uns selber im Haus der Neubeginne drin, was mir eigentlich schon fast klar war, weil wir hier ja auch das Kreuz haben, im Haus des Sarges. Hier beendet sich irgendetwas, das schwer ist, herausfordernd ist, Lebensaufgabe ist. Und das kann für uns so sein, dass wir vielleicht ein bisschen Konflikt damit haben. Wenn sich eine Verstrickung sehr schnell löst, ist es eben so, dass der Weg frei wird für etwas, mit dem wir vielleicht auch so nicht rechnen. Schön ist, dass wir die Kummer- und Sorgenkarte oder die Zweifel ein bisschen mehr im Rücken haben können. Und ich sehe, dass das Berufliche hier auch mit dranhängen kann. Ein neuer beruflicher Weg, eine Erleichterung im beruflichen Bereich, die Möglichkeit beruflich seine eigene Größe zu leben, verbunden auch irgendwie mit einer finanziellen Klarheit. An sich stehen die Finanzen hier unter einem guten Stern. Hier kann irgendwo Ernte herkommen. Tatsächlich auch aus einem überraschenden Bereich oder aus dem beruflichen. Das ist jetzt sehr spannend, was ich hier sehe. Wenn ihr hier guckt, da ist das Herz des Kartenblattes. Da liegen wir im Haus des Neubeginns.
Und ich hatte hier oben gesagt, dieser Neubeginn, der ist von außen so gewollt. Das sind Lebensthemen, Aufgaben, Tests, die wir irgendwo bestehen oder auch Prüfungen. Und der Neubeginn liegt hier im Hause des Außens drin. Wir korrespondieren damit und hier sind Veränderungen, die lange nicht geklappt haben, weil wir Verstrickungen hatten. Dann haben wir hier im Haus der Wege, die ja hier im Haus des Kles liegen, also die gut sind, in der Kürze verfügbar, kleinere Kurskorrekturen auch, die dann sehr viel bringen. Haben wir hier den Schlüssel drin. Also hier gehen uns neue Türen auf, hier auch im Bereich der Selbstständigen oder überall da, wo man unabhängig sein möchte. Für einige von uns sehe ich hier auch Themen mit den Vorgesetzten. Hier kann ein Wechsel sein im Bereich der Ebene der Vorgesetzten, der dann so Umstrukturierungen mitbringt oder klarere Wege oder auch für die selbstständigen Auftraggeber. Das kann ja auch sein, dass die von weiter her kommen, ne? Lass mich ein bisschen weiter gucken. Ja. Wir liegen im Haus in unserem Haus liegen die Hindernisse drin. Das kann jetzt sein, dass uns emotional etwas drückt, ne, dass wir irgendwo hier so eine unterbrochene Energie haben oder dass wir Nachrichten haben, die mit uns etwas machen, dass wir Sachen hören, weil im Haus der Nachrichten liegt der Mond drin, die uns emotional machen. Es geht dann hier auch darum, den eigenen Emotionen zu trauen, der eigenen Intuition zu vertrauen. Und ich habe Sonne und Mond in der Spiegelung. Das sind immer so auch die Themen, wo man Geben und Nehmen angucken darf, den männlichen und den weiblichen Teil. Dieses Gefühl der Ausbalanciertheit. Ich habe auch so ein bisschen geblockte Energie. Das kann sein, dass wir ein bisschen angestrengt oder, ich sage mal, mit angezogener Handbremse vorankommen. Ich zeige euch gleich mehr. Seht ihr nicht mehr alles, ne? Hier unten haben wir an sich, dass wir Konflikte, die wir im Beruf haben oder wo wir selber uns im Weg stehen auf dem beruflichen Bereich, ja, dass wir die mit neuen Wegen besetzen. Diese Wege machen uns neue Türen auf und hier ist ein Neubeginn, der von außen gedrängt wird zu einer Veränderung, die an sich dann hier den Konflikt im Beruflichen löst, vielleicht auch auf einem schnellen, unerwarteten Weg. Und ich habe hier in der Spiegelung die Blumen drin. Also vielleicht ist es auch so, dass der Zeitpunkt für etwas gegeben ist, dass man irgendwoher eine rasche Wende nimmt, die einen bisherigen Weg minimiert oder eine Aufwendung, die man betreibt, eine Anstrengung. Ja? Ich habe schicksalshafte Nachrichten. Überall, was ich hier so an Kommunikation habe, ist das so Trau, schau, weh. Ne? Höre genau hin, was sagt dir jemand? Wie weit ist das von deinem eigenen Bauchgefühl weg? Wo gibt es Bereiche, wo man im Nebel stehen gelassen wird? Vielleicht ist das auch manchmal so, dass man zu vielen Dingen einfach mal nichts mehr sagt, weil es nichts bringt. Was mir hier auch auffällt, ist hier Folgendes. Wir haben die männlichen Personen oder Energien hier ziemlich auf einem Pulk und wir gucken hier auf die weibliche Energie. Hier liegen Vaterthemen gegenüber, erwachsene Kinder, Freunde männlicher Art. Die liegen hier alle so auf einem Pulk, ne?
Und wir gucken in eine ganz andere Richtung, in die unserer weiblichen Genetik und in die Auflösung der Verstrickung, die damit zu tun hat. Hier kann es auch sein, wenn ihr Mütter habt noch, dass da sehr viel zu tun ist oder dass es irgendwelche Entscheidungen bedarf, dass es Unterstützungen braucht im häuslichen Bereich oder so. Und ich sehe auch, dass wir im finanziellen Bereich unter Umständen Dinge zu regeln kriegen. Die haben mit den Ämtern oder Behörden der Gesundheit zu tun. Das können Rententräger sein, Krankenkassen, sowas alles. Und da ist es vielleicht so, dass die Veränderung noch mit Hindernissen einhergeht, aber hier mit dem Klee liegt dann die gute Nachricht, die gute Auflösung. Es kann auch so ein Hin und Her sein, das sich da zeigt, oder eine Verzögerung in den Nachrichten einfach. Oder dass man eben etwas nochmal klärt oder ein Missverständnis ausräumt und dann der gute Zug sozusagen kommt. Was mir auch auffällt, ist, dass die Herren der Schöpfung sich ins Hause der Liebe legen. Also hier geht es sehr viel um deren Herzensangelegenheiten, um deren Beziehungskonstrukt, um deren Beruf und finanzielles Konstrukt. Finanzielles Konstrukt. Und irgendwo auch so ein bisschen um einen Alleingang. Und wir dürfen uns hier auch hinterfragen, wo wuppen wir was alleine, wo müssen es die Männer machen. Es kann hier darum gehen, Veränderungen heranzuführen, die das Familienkonstrukt, ein Familienthema beendet. Eine Situation, die das ganze System betrifft. Das können ja auch hier sehr krasse Wegkorrekturen sein, ne? Zwar auf einem kleineren Bereich, aber doch ganz anders als sonst gemacht. Wir haben den Ring hier im Hause des Hundes drin. Das sind unsere Freunde. Die Freunde liegen hier im Haus der Sonne. Sie schauen in die Sonne rein. Das können Arbeitskollegen sein, ne? Verbindungen auf der Arbeit, Menschen, die weiter weg sind. Das alles scheint irgendwie eine Rolle zu spielen. Auch das Aufblühen in diesem Bereich, ne? Freunde werden wichtig oder Menschen sind wichtig, die uns irgendwie einen gewissen Blues, den wir mit uns selber oder mit den Lebenskreisläufen haben, die haben hier irgendwelche Überraschungen parat. Das sind gute Überraschungen, das sind keine schlechten und am Ende dient alles dazu, einen Konflikt zu lösen, bei dem man eigene Hindernisse hat und eigene Konflikte, die man bearbeitet, ne? Hier liegt die Sonne dann im Haus der Familien drin, also es scheint irgendwie alle zu betreffen. Aber auch hauptsächlich das, was man selber anstrebt. Wo möchte man hin? Wo hat man irgendwie etwas noch nicht umgesetzt? Was kann so nicht mehr sein? Wo sind so viele Zweifel, dass wir nicht an uns selbst glauben oder etwas in Bewegung bringen, das auch nur uns mal dient? Also es ist wirklich so, wenn ich das nochmal angucke, alles was mit Bewegung zu tun hat oder Vorwärtskommen oder irgendwo, der Reiter ist für mich auch der vorgeht, ne? Der Reiter liegt hier im Haus des Buches, hier sind so ganz ungeahnte Möglichkeiten. Und mit der Sense in der Korrespondenz und den Wegen natürlich auch ganz ungewohnte Wege. Etwas, was wir so nicht kennen oder was einem ganz neuen Konstrukt irgendwie entspringt, aber es können wirklich ganz, ich sage, einschneidend möchte ich nicht sagen, aber unerwartet. Ja, so hätte man das nicht erwartet, weil man diesen Weg eben auch nicht kennt und da kommt das rasante Wachstum gleich mit. Die Pilze versprechen hier rasantes Wachstum.
man hat so dieses Überlebenskünstler-Ding. Unten am Deck haben wir noch den Phönix. Also etwas, was uns schnell emporsteigen lässt, was schnell unser eigenes Ego zurücklässt, dass wir ablegen, dass hier in den Flammen dann aufgeht. Auch sehr viel spirituelle Erkenntnisse oder auch Lebensblockaden, die, ich sage mal, schnell in Fahrt kommen oder auch unerwartet in Fahrt kommen. Mit der Phönix-Karte haben wir im Prinzip die Bestätigung, denn die Karte sagt, dass man vor einer umfassenden Lebensveränderung steht, wo sich vieles vielleicht auch so wie ein Ende darstellt. Das haben wir hier, ne? Zweifach sogar. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich ein Neuanfang und wir liegen hier im Haus des Neuanfangs. Auch wenn gerade nicht alles so klar ist, dürfen wir hier gesagt kriegen, dass es nur eine Frage der Zeit ist und dass es so ist, wenn man kurz vor der Wiedergeburt steht. Und die Karte sagt halt auch, dass das Leben vielleicht etwas verändert auf eine Art und Weise, die wir nicht erwarten. Aber dass das Ergebnis eben gut ist. Schauen wir, welches Kraft hier noch mitgeht. Da dürft ihr noch dranbleiben für eine kleine persönliche Botschaft. Wenn ihr wollt, natürlich nur. Guckt mal, wir haben hier den Fasan und es geht um das Thema Wohlstand. Sich in der eigenen Größe und Kraft zeigen, sich und seine Talente angemessen präsentieren. Und die Karte kündigt eigentlich auch wiederum eine Wachstumsphase an, in der man in irdischen Angelegenheiten einfach versorgt ist, wo man die Gesetzmäßigkeiten des Lebens erkennt, wo viel auch verwaltungstechnisches Zeugs oder eben einfach irdische Angelegenheiten erledigt werden können, ist hier der Fasan der geborene Ratgeber. Und er lehrt auch das Beste von allem zu erwarten, selbst wenn es manchmal aussichtslos ist. Die Woche ist so ein bisschen geprägt, auch eigene Ängste zu überwinden. Das hatten wir hier mit den Emotionen. Und die Woche ist so, dass wir lernen, unsere Größe zu leben, sich selber nicht klein zu machen und umzusetzen und zu handeln und dabei das Beste zu erwarten. Ihr Lieben, ich lasse das so stehen. Ihr könnt gerne noch dranbleiben für eine kleine Botschaft. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Nehmen wir eine kleine Botschaft, was die Seele uns sagen möchte. So, eine noch. Es sind hier zwei, dann nehme ich hier auch zwei. Dann dürft ihr eine Seite auswählen.
Ich würde rechts nehmen, aber ich kann mich heute wirklich sehr schwer entscheiden. Dann haben wir hier das Thema Vertrauen. Hier ist es ziemlich nebelig und irgendwie sieht man gerade den Wald vor lauter Bäume nicht. Und die Karte sagt, dass alles gut wird, dass ein Licht am Ende des Tunnels leuchtet und dass wir uns darauf fokussieren sollen. Dann haben wir die Brunnenkresse, das bestätigt eigentlich mein großes Blatt, denn hier ist sehr viel Emotion und die Gefühle, die fließen wollen und gleichzeitig darf man auch vertrauensvoll im Fluss des Lebens baden. Also Vertrauen, die eigenen Emotionen sind hier sehr wichtig. Hier auch um Unterstützung bitten, wenn man irgendetwas nicht alleine schafft und gemeinsam dann die Früchte der Arbeit ernten. Wir haben hier, wow, wieder das Vertrauen. Der Wunsch ist in Reichweite. Alles wird zu deinen Gunsten sein. Auch wenn man jetzt im Moment den Nebel mehr sieht oder die Emotion hat, dass nichts geht. Und mit der Schwangerschaftskarte bringen wir natürlich ein neues Projekt auf die Welt oder etwas gedeiht in uns heran, man geht mit etwas schwanger, vielleicht erfüllt sich auch ein Wunsch in dem Bereich, mit dem wir schwanger gegangen sind, sozusagen. Ne? Upsala. Dann nehmen wir noch ein Vögelchen. Der Sperling. Ich komme in dein Leben und bringe dir Antriebskraft, Genauigkeit und Freiheit. Gehe durch die dunklen Phasen und das Licht macht sich breit. Es wird hell und klar in deinem Leben. Das hat sich auch gedoppelt hier, ne? Also dranbleiben, nicht aufgeben, um Unterstützung bitten und alle Gefühle annehmen. Das ist so die Überschrift hier. Gucken wir uns die andere Seite an. Was habt ihr hier Schönes? Ihr habt die Reisezeit. Hier kann man Reisen planen oder mal spontan eine unternehmen. Die Seele möchte ein bisschen frischen Wind. Ihr habt hier die Geschäftsvorhaben. Es kann jetzt hier sein, dass es im beruflichen Bereich irgendeine gute Chance gibt oder auch an sich bei den Geschäften, die man so macht. Und ihr habt sich selbst behaupten. Da kann jetzt sein, ihr könnt beruflich etwas durchsetzen, indem ihr einfach da sagt, so, da sage ich ja dazu und da nicht. Aber es sind natürlich für alle, die nicht arbeiten, die Dinge, an denen man arbeitet. Und ihr dürft für eure Sachen einstehen und auch da wirklich nur ja sagen, wo ihr wirklich wollt. Die Wildrose zeigt euch die Liebe zu allem, die eigene Vollkommenheit, die eigene Schönheit. Hier ist so dieses Ding, dass Liebe ewig währt. Ihr habt den Neubeginn und dass ihr auch das betrauern dürft. Hier ist auch Anfang und Ende, ne? Was ihr hinter euch gelassen habt. Lass etwas hinter dir und fange neu an. Wir haben die Schnepfe. Ja, und hier steht drauf, Veränderungen kündigen sich an, die je nach persönlicher Lebenssituation und aktuellen Ereignissen unterschiedlich sein können. Es können jetzt Änderungen im Arbeitsleben anstehen. Das habt ihr hier, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.